Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Spooky Video auf meinem Kanal und damit heiße ich euch auch herzlich willkommen zu meinem 5000 Abonnenten Special. Ich befinde mich heute mitten in der Nacht im tiefen Harz. Hier ist alles noch total eingeschneit. Wir haben es -4 oder -5 Grad und ich befinde mich an einer der bekanntesten Heilstätten, der bekanntesten Lost Place Heilstätten aus ganz Deutschland, und zwar der Steyerberg Klinik. Hier waren einige bekannte große YouTuber, unter anderem PJ Adventure, Adventure Buddy, Leon TV, Let's Urbex, alle waren sie schon einmal hier an dieser bekannten Klinik. Ja, und ich habe gedacht, heute werden wir hier den Ort mal einer paranormalen Untersuchung bei Nacht vollziehen, denn ich war bereits einmal hier zusammen mit der lieben Alexandra. Dort waren wir der Meinung, dass hier sehr, sehr starke Geisteraktivität, unter anderem auch eventuell Poltergeistaktivität aufzuzeichnen war. Um das Ganze heute genauer zu untersuchen, habe ich mir natürlich jemanden mitgebracht. Es ist nicht Brian, es ist nicht Alexandra. Ich hätte die beiden gerne dabei gehabt, aber ich habe mir gedacht, wir holen heute mal meinen Schwager wieder mit ins Boot. Ich wünsche euch wie immer da draußen viel Spaß und gruselige Unterhaltung mit diesem Video. Wir gehen jetzt erst einmal hier in diese ehemalige Kapelle, war es, glaube ich, und werden da einmal mit unserer Kommunikation starten. Wie ihr seht, hier ist überall extremer Schnee, der ist auch richtig eingefroren. Das ist wirklich schwer hier zu laufen hier draußen. Und natürlich jetzt gerade in der Nacht, da dieses Gebäude ultra einsturzgefährdet ist, ist natürlich die Sicherheit hier oberste Priorität. Deswegen müssen wir echt schauen, wo wir hintreten und vor allem, wo wir auch hingehen. Ich war ja schon ein paar Mal hier, deswegen kenne ich mich ein bisschen aus und ich glaube, dass sich hier noch nicht so viel verändert hat seitdem, aber wir werden hier auf jeden Fall nichts riskieren, was unser Leben in Gefahr bringt. Ja, drin im ersten Gebäude. Hier ist es gleich auch ein bisschen wärmer, würde ich fast schon sagen, aber natürlich täuscht das ein bisschen. Hier gibt es keine Fenster mehr und sowas, und Heizung brauchen wir gar nicht drüber reden. Gut. Ich würde sagen, wir starten hier einmal direkt mit einer kleinen Spirit Box Session über die Ghost Tube Box. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant. Richtig, das ist. Richtig, das ist. Okay, es geht schon gut los. Ich würde mich einmal gleich direkt an diesen Ort hier gerne vorstellen. Mein Name ist David und ich bin heute zusammen mit meinem Schwager Andreas hier. Und wir würden gerne ein bisschen was über diesen Ort hier und über euch, die Seelen, die hier vielleicht verblieben sind, wissen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns irgendetwas über euch erzählen würdet. Ist denn irgendjemand da aus der Zeit der Klinik? Das in Deutschland. FD. Hört sich bisher noch an wie Radiosequenzen. Ja, so ein bisschen. Wir würden gerne mit irgendjemandem hier aus der Klinik sprechen. Einen Patienten, einen ehemaligen oder einen Arzt. Vielleicht auch eine Krankenschwester. Ist denn irgendjemand hier aus dieser Zeit? Okay, plötzlich schweigt es. So, wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen durchs Gebäude. Alle Seelen, die heute hier sind, sind gerne herzlichst dazu eingeladen, uns zu folgen und mit uns zu kommunizieren. Irgendwas mit bist am Produzieren? Und was? Bist am Produzieren oder sowas klang das, oder?
Ja, wir sind gerade am Video produzieren. Das ist doch eine tiefe Stimme gewesen. Ja. Bist du Teil dieser Klinik gewesen? andere Rechte macht. Ist irgendjemand hier, der uns etwas über diese Klinik sagen kann? Wir sind zu viert. Es bringt. Es bringt. Wer ist denn da? Mit wem sprechen wir denn da? Groß macht. Wie ist denn dein Name? Sagt also, Nackt also? stehen wir auf der Mühe. Hallo? Ist irgendjemand hier? Ich brauche einen Arzt. Ist ein Arzt hier anwesend? Wund, Wund? War das Wund? Und. Wund. Hallo? Hallo. Hallo? Ich grüße dich. Wie lautet denn dein Name? Militärisch kann man reden. verfolgen die. Folgen? Ich habe gerade Schritte gehört. Das hat Mark. Von oben, du auch? Ja. Er hat ja kam eben verfolgen. Mach mal aus kurz. Hier? Schließ einfach mal. Aber lebt. Nee, du musst schließen, die App. Genau. Ich habe gerade Schritte von über uns gehört. Und dann kam auch verfolgen in dem Moment. Aber das hast du auch gehört, oder? Ja, ja, und das kam dann auch, aber auch in dem Moment kam verfolgen. Ja, Leute, wie bereits angekündigt, vermuten wir, dass hier Poltergeistaktivität herrschen könnte. Jetzt haben wir eben Schritte gehört, aber ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass hier niemand außer wir sein kann. Denn die Zufahrt hier hoch, die meisten fahren tatsächlich mit dem Auto bis hier vors Gebäude und die ist komplett mit zugeschobenen Eisbergen zugefroren. Also da kommt man mit dem Auto gar nicht durch und hier ist auch kein Auto gewesen. Wir haben jetzt auch keine Stimme oder sowas gehört. Und es kam verfolgen aus der App. Ja. Würde ja passen. Ich würde gerne mal einmal die Alice hier aufstellen. Genau, gib die mal her, die stelle ich mal oben hin. Den Bären können wir auch hier zusetzen. Kannst du auch schon anstellen. Ich habe jetzt gerade nicht gefilmt, aber das erste Wort aus der Alice, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, war Zahnarzt. Wir haben jetzt hier vorne in den Gang ein Gerät aufgestellt, an dem du links oder rechts vorbeilaufen könntest oder dich dem Gerät von diesen Seiten nähern könntest. Du kannst aber auch genauso gut über Grün und Rot uns mit Grün auf Ja antworten und mit Rot kannst du uns mit einem Nein auf gestellte Fragen antworten. Ich kann dir das einmal kurz zeigen, falls du dieses Gerät nicht kennst oder ihr. Einmal von der Seite nähern, Grün für Ja, von der Seite Rot für Nein. Okay. Okay, die Alice-Box. Die Alice-Box geht direkt wieder aus. Ich würde jetzt aber fast vermuten, dass das an der Kälte liegen könnte. Wir bekamen eben das Wort Zahnarzt über die Alice-Box kurz bevor sie aufgrund der Kälte höchstwahrscheinlich ausgefallen ist. Deswegen haben wir jetzt einmal umgebaut und die Alice wieder eingepackt und dafür die Ghost Tube
App ausgepackt. Du kannst über das Gerät, welches mein Schwager in der Hand hält, also mit uns weiterhin sprechen, wenn du das möchtest. Nichte. Nichte. Von wem bist du denn die Nichte? Ich würde jetzt einfach auch noch mal ein paar Katzenbälle dazu stellen. So. Jetzt einmal noch 2 Katzenbälle dazu geworfen. Schwert. Neben dir. Schwert neben mir. Neben dir. Der Ball, warum leuchtet der noch? Das weiß ich nicht. Okay. Ich habe da gerade 2 Kugeln hingeworfen. Oh, guck mal, er leuchtet. Er ist angegangen. Ja. Die habt ihr gerade schon für euch entdeckt, wie es ausschaut. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Kannst du auch diese andere Kugel einmal berühren? Gerne darfst du aber noch einmal dieselbe Kugel berühren, wenn du das möchtest. Was war das? Es klang gerade wie Schritte hinter uns, ne? Oh ja. Jacqueline. Jacqueline, ist das dein Name, Jacqueline? Alexandra gab mir vorhin noch den Hinweis mit auf den Weg, dass ich mich daran Hast du Angst? Hast du Angst? Dass ich mich daran erinnern sollte, dass wir hier damals höchstwahrscheinlich mit Kindern Kontakt hatten. Hast du Angst? Ich bin der Meinung, dass dieser Satz damals auch fiel. Ich glaube sogar auch genau in diesem Gang, bloß etwas weiter hinten. Nein, ich habe keine Angst, auch wenn es gerade vielleicht so wirkte, da ich der Meinung war, Schritte hinter uns wahrgenommen zu haben. Möchtest du, dass wir Angst haben? Oder sollten Wissen wir Sie. Angst haben? Wissen Sie. Es ist schwierig. Ist es schwierig, Kontakt aufzunehmen gerade? Braucht ihr noch Energie dazu? Ihr dürft euch gerne an der Powerbank dort auf dem Boden bedienen. Ich höre immer wieder irgendwie so Geräusche. Natürlich ist das ein altes Gebäude und das verfällt Jahr für Jahr immer mehr. Und das können natürlich auch normale Geräusche des Verfalls sein. Bleib bei mir. Ich würde gerne bei dir bleiben, allerdings weiß ich nicht, wo du gerade bist. Vielleicht magst du uns das einmal verraten. Neben uns. Neben uns Bein. Bein. Okay. An welchem Bein? An wessen Bein bist du denn? Bist du an dem Bein von Andreas? Möchtest du Andreas berühren? Wäre das denn okay für dich, wenn du berührt wirst? Solange mir der Geist nichts tut, darf er das gerne machen. Feind. Oh. Das klingt, als würde er dir doch was tun wollen. Und weißt du, was komisch ist? Ich habe gerade richtig so ein Bumm gehört wieder. Okay. Wenn du ein Feind bist, dann darfst du mich nicht berühren. Respektlos. Findest du respektlos, was wir hier machen? Also ich möchte einmal ganz klar und deutlich sagen, wir sind hier in absolutem Frieden. Dumm. Dumm. Wir möchten keinen Ärger, wir möchten niemanden
respektlos behandeln und wir möchten uns auch über niemanden lustig machen. Auch nicht über diesen Ort, nicht über die Geschichte dieses Ortes und schon gar nicht über euch. Wir haben nur gute Absichten und wir würden uns freuen, wenn ihr gerne mit uns euch ein wenig austauschen würdet. Dämonisch. Es wird gerade echt ganz schön negativ. Also positiv ist das hier gar nicht. Finde ich. Dumm. Dumm, schon wieder Beleidigung. Wer bist du? Das ist echt creepy schon wieder. Vor allem, es kam ja vorhin aus der Vox-App auch diese tiefe Stimme. Ja. Und das ist der bestimmt. Hast du ein Problem damit, dass wir hier sind? Dann darfst du das gerne frei äußern. Schwert. Schwert. Boah. Ich dachte gerade, da hinten steht einer, ey, ohne Witz. Vielleicht magst du uns einmal deinen Standort verraten. Wo hier im Gebäude befindest du dich? Du kannst das jetzt hier auf dieses Gerät sprechen. Der Anfang hörte sich komisch an, ne? Hör mal. Hast du gehört dieses? Hörst du das? Was ist das? Faust oder so, ne? Ja. Jetzt hat meine Aufnahme gerade gestoppt. Meine Kamera fokussiert nicht, Ich wollte okay. gerade sagen. Ich probiere es jetzt noch einmal. Gerne darfst du noch einmal hier in dieses Gerät sprechen. Falls du gerade dieses ja fast schon fauchende Geräusch verursacht hast, dann darfst du das gerne noch einmal tun. Und zwar genau jetzt. Wir werden jetzt einmal komplett still sein und du kannst sprechen. Weil sie als ob einer die ganze Zeit darauf getippt hat, ne? Ja. Oh, meine Kamera. Also es kam jetzt, welches Jahr ist es? Und Segnen kam. Das kam jetzt über die GhostTube-App. Ja. Okay, du kannst den Sound der GhostTube-App wieder auf volle Lautstärke machen. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier einmal ab und laufen einmal mobil mit der
GhostTube-App durch das Gebäude, um zu schauen, ob wir vielleicht einen besseren Ort lokalisieren können, um eine Kommunikation zu intensivieren. Kleiderschrank. Kleiderschrank. Ich glaube nicht, dass wir hier noch einen Kleiderschrank finden. Das ist richtig. Natürlich kann hier mal einer gestanden haben. Wird mit Sicherheit auch mehrere gestanden haben. Schuh. Oh, hier ist schon das ganze Treppenhaus einfach komplett eingestürzt. Oh, sogar das nach unten. Was war das? Kann das von hier? Ja. Was war das? Das hat sich schon wieder angehört, als ob einer irgendwo gegengeschnipst hätte, ne? Ja. Oder als ob einer ein Licht anmachen will oder so ein Klacken. Ja. Warst du das gerade? Wenn du das gerade warst, magst du noch einmal ein Geräusch machen. Du kannst gerne einen Gegenstand werfen oder irgendwo gegenhauen. Kannst du vielleicht einmal zurückklopfen? Es tat mir weh. Es tat ihm weh. In Ordnung. In Ordnung. Okay, dann mach doch gerne einmal ein Geräusch zurück. Komm zurück. Komm zurück. Okay, ich komme nochmal zurück, so wie du das wünschst. Aber dann würde ich im Gegenzug mir auch von dir wünschen, dass du dann nochmal ein Geräusch machst. Wir sind jetzt noch einmal komplett leise. Okay, nichts. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt eine EVP aufgezeichnet haben, was wir jetzt noch nicht vor Ort feststellen, aber im Videoschnitt dann raushören. Falls dem so sein sollte, dass du dich gerade... Alkohol. Dass du dich gerade hier bemerkbar gemacht hast auf der Tonspur der Kamera, dann möchte ich mich dafür bedanken. Vielen Dank dafür. Okay, wir gehen mal weiter. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Wobei bist du dir nicht sicher? Magst du uns das vielleicht einmal verraten? Oh, jetzt wird es natürlich spooky. Oh ja. Alexandra, war das nicht der Gang, wo wir am Ende des Ganges die Poltergeist-Aktivitäten aufgezeichnet haben? Gesegnet. Hört euch nur mal die Geräuschkulisse von draußen an. Es klingt, als wäre da ein Wasserfall, ne? Oder? Ja, Was wird passieren? wir uns auch. Du kannst uns gerne sagen, was passieren wird. Hier ist plötzlich wieder komplett still, ne?
War es eben auch schon so still hier? Ja. Unheimlich, oder? Schade. Schade. Wovon sprichst du? Ja, hier war das doch. Guck mal, hier hatte ich mit Alexandra das Equipment aufgebaut. Also einmal hier vorne so in diesem Bereich und auch hier hinten. Hier ist dieser Durchgang. Und dort hinten, Dachboden. Dachboden. Möchtest du, dass wir auf den Dachboden kommen? Dort hinten ist dann ein riesengroßes Stück Wand herabgefallen plötzlich. Das kann natürlich alles ganz normal natürlicher Verfall vom Gebäude gewesen sein. Aber in der Situation hatte es so gepasst, als wenn gerade ein Poltergeist uns diese Reaktion gegeben hatte. Ich würde jetzt einfach mal hier hinten reinmarschieren. Gibt keinen Dachboden mehr. Ja, vielleicht geht's hier auf den Ich Dachboden. habe Angst. Hast du Angst vor uns? Ich habe jetzt einmal das K2 hinzugeholt. Das ist das Gerät mit der grünen Lampe hier in meiner Hand. Auch diesem Gerät darfst du dich gerne jederzeit nähern und dich darüber bemerkbar machen. Wenn du das möchtest. Du musst das nicht, aber wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du uns ermöglicht, uns damit sehen zu lassen, wo du dich vielleicht eventuell befindest. Magst du vielleicht einmal das Gerät berühren? Das grüne Lämpchen hier in meiner Hand? An einem anderen Ort. An einem anderen Ort. Weißt du, was mir dazu einfällt? Ich habe ja vorhin davon gesprochen, an diesem kirchenähnlichen Gebäude dort hinten, dass ich da auch noch rein will. Ja. Das ist dieser andere Ort, bei dem wir dauerhafte K2-Ausschläge hatten damals. Und jetzt frage ich gerade danach und es klingt so, als würde die Präsenz Hast du wollen, Angst? dass wir dorthin kommen. Wir werden da auch gleich mal hingehen. Nein, ich habe keine Angst. Hast du Angst, Andreas? Nein, ich habe keine Angst. Andreas hat auch keine Angst. Möchtest du uns Angst einjagen? Ich möchte gehen. Wohin möchtest du gehen? Möchtest du diesen Ort verlassen? Möchtest du deine Ruhe finden, deinen Frieden? Oder möchtest du gehen, diese Kommunikation mit uns verlassen? Das darfst du gerne. Du bist nicht gezwungen, mit uns hier zu sprechen. Ich verstehe nicht. Kannst du dich einmal dem Gerät hier in meiner Hand nähern? Kannst du es einmal ausschlagen lassen? Ich bin mir sicher, du kannst das. Ich glaube, du bist ganz, ganz stark. Okay, vielleicht später an einem anderen Ort, wie du schon sagtest. Aber guckt euch mal dieses
Gesicht dort an. Das sieht auch einfach so finster creepy aus, wenn man so einmal so schnell vorbei. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in ein anderes Gebäude. Oder nee, draußen gab es ja diesen Weg nach unten noch, ne? Kleiderschrank. Kleiderschrank. Was möchtest du uns damit sagen? Vielleicht, dass hier irgendwo noch ein Kleiderschrank steht, was ich nicht glaube. Nee, ich glaube nicht. Also. Du darfst uns gerne begleiten hier auf diesem Gelände. Jedoch möchten wir später, wenn wir diesen Ort verlassen, dass auch du uns dann wieder verlässt. Monster. Monster. Bist du ein Monster? Tropfen. Hier unten, Ich kann nicht gehen. als ich hier mit Alexandra war, kam von hier unten aus diesem Kellergeschoss da so ganz weirde Sounds, als ob einer so mit Dachziegeln rumschmeißt. Okay. Und kurz darauf sind wir ja hier weitergegangen und dann ist dort vorne was von dem Gebäude gefallen gewesen, was uns übelst erschreckt hat. Aber jetzt heute scheint es hier still zu sein. Ist denn irgendeine Präsenz hier, die zur damaligen Zeit, als diese Klinik noch aktiv war, hier vielleicht Patient gewesen Höre ist? zu. Ist gut. Du hörst zu. Kannst du mir vielleicht auch etwas von dazu sagen, zu den Dingen, die ich hier erzähle? Was war denn das? Kannst du dich einmal bemerkbar machen? Kampf. Kampf. Neben dir. Hattest du einen Kampf hier mit jemandem? Oder hattest du gekämpft um dein Leben, weil du krank warst, hier als Patient? Du hast ja geklopft und gesagt, Geräusch machen. Und jetzt kam neben dir. Er wird nicht gehen. Hm. Aus irgendwelchen Gründen würde ich gerne mal hier reingucken. Oh, was ist das denn für eine creepy Ecke hier? Guck mal. Ist auch ganz bedrückend irgendwie, oder? Ja. So richtig, so eng, so 1 Meter breit nur. Ein Klo wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, lass mal da drüben reingehen. Ich kann nicht gehen. Können wir dir vielleicht helfen zu gehen? Können wir dir helfen, diesen Ort zu verlassen? Geht schon voll schnell ein, ne? Hast du noch? 59. Okay, sollte reichen. Ich probiere jetzt nochmal eine EVP aufzuzeichnen. Vielleicht kannst du dich einmal bemerkbar machen über das Gerät hier in meiner Hand nochmal. Du kannst einmal hier reinsprechen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Diesmal lassen wir auch die GhostTube einfach mal an. Vielleicht triggert das ja die Präsenz zu sprechen auch hierüber.
absolut. Ich habe jetzt nichts gehört, du auch nicht, oder? Das ist schon komisch, ne? Ja. Aber ich sage eben, mein Akku geht voll schnell an und dann kommt aus der App Leistung. Okay. Zeitlos. Zeitlos. Ist das Ganze hier zeitlos für dich? Bist du an diesen Ort gebunden, in einer Zeitschleife gefangen, durchlebst immer wieder das Gleiche? Falls ja, zeig mir das doch gerne mal als Bestätigung über das Gerät in meiner Hand, indem du es zum Ausschlagen bringst. Was willst du? Ich würde gerne etwas über dich und deine Geschichte erfahren. Und ich würde gerne wissen, wo ich hingehen soll hier auf diesem Gelände, damit wir uns besser unterhalten können. Wenn du das möchtest. Ja. Ja. Das ist sehr schön. Dann magst du mir vielleicht auch verraten, wo wir hinkommen sollen? Sollen wir in dieses kirchenähnliche Gebäude? Es sind schon einige interessante Antworten dabei, ne? Ja. Aber bedroht fühlst du dich nicht oder so, oder? Bis jetzt nicht. Ich habe jetzt bisher... Komm zurück. Komm zurück. Okay, ich komme zurück. Ich habe bis jetzt auch nicht so das Gefühl, dass es etwas Bedrohliches sein könnte. Auch wenn es vorhin hatten wir, glaube ich, kurz Kontakt mit etwas, Dämonisch. das nicht so Lust darauf hatte, mit uns in Kontakt zu treten, aber jetzt gerade fühlt sich das sehr friedlich an, als ob uns jemand begleitet hier auf dem Gelände. Ja. Wir sind jetzt zurückgekommen. Oder sollen wir zurückkommen woanders hin, wo wir vorher waren? War das ein Klopfgeräusch? Könnte ein Klopfgeräusch gewesen sein, ja. Vielen. Ey, Moment mal. Was? Es kam doch komm zurück. Ja. Wir waren Wo vorhin sind wir? da drinnen in der Kammer. Ja. Und da kam gerade das Klopfen und wir, als wir dahin zurückgehen sollen. Ja. Okay, vielleicht möchtest du, dass wir hier nochmal miteinander sprechen. Vielleicht möchtest du uns etwas zeigen. Du hast recht. Das steht dumm. Hier an der Wand steht, du bist dumm. Rosenkranzperlen. Ich kann dich nicht sehen. Ey, das ist... Und vorhin kam zweimal dumm. Dumm. Ja, genau. Oder es wird gerade mit uns gespielt. Weiß ich nicht. Ich bin mir dem jetzt gerade auch nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht sollten wir hier stehen, damit wir das sehen, was da steht. Das kann sein. Hast du sehr gut bemerkt. Um zu zeigen, ey, ihr seid dumm. Ja. Ihr lauft hin und her die ganze Zeit. Älteste. Älteste. Es ist so still auf einmal jetzt. Ja, das ist komisch, ne? Ja. Das ist wirklich komisch. Welche Leute malen denn immer solche Fratzen hier hin? Ich würde jetzt einfach mal das K2 hier hinlegen. Und ich mache jetzt mal einmal das Licht aus. Vielleicht hast du auch Angst vor der Beleuchtung, die wir hier haben. Deswegen würde ich jetzt einfach mal das Licht ausmachen.
Traust du dich jetzt, dich uns zu nähern? Richtig. 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 Also macht das Licht dir Angst? Hältst du dich lieber im Dunkeln auf? Hört mir zu. Ja, wir hören dir zu. Was möchtest du uns denn mitteilen? Ja, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von der Kommunikation halten soll. Also phasenweise kommt es mir so vor, Monster, als würde etwas mit uns spielen, uns vielleicht veräppeln. Auf der einen Seite kommt es einem vor, als wäre etwas Gutes da. Vielleicht auch eine Kinderseele, vielleicht auch die damals da war. Aber ich bin mir noch nicht so 100% sicher, ob das jetzt wirklich hier gut, böse oder einfach neutral ist. Aber wir gehen jetzt... Was war das? Bist du dagegen? Ast hängen geblieben, ja. Ach so. Ich habe mich gerade schon kurz erschrocken. Ich auch. Ja, wir gehen jetzt in das Gebäude, in dem Alexandra und ich damals sehr, sehr starke K2-Ausschläge hatten und mal schauen, ob das heute auch wieder so ist. Denn vorhin kam ja an einem anderen Ort, wo ich aufforderte, mit dem K2 zu interagieren. Vielleicht ist das dieser Ort. Schauen wir mal. Ich kann nicht reden. Du kannst nicht reden. Das sieht schon verdammt creepy aus, oder? Ja. Auch dieser Baum hier, ne? Guckt euch mal diesen Baum an. Wie er hier so Nicht. Blair Witch-mäßig total verwunschene Äste hat. Warum kannst du denn nicht reden? Im Dunkeln. Im Dunkeln. Im Dunkeln lauert das Monster. Ja, ein Monster kam heute mehrfach schon. Ja. Ja, möchtest du, dass wir gleich noch einmal das Licht ausmachen? Boah, ich weiß nicht warum, aber dieses Gebäude hat irgendwie eine bedrohliche Atmosphäre. Einerseits das da oben. Ja, Da oben fand ich, also das... vielleicht ist es auch einfach die Aufmachung des Gebäudes, die Architektur oder diese großen leeren Sehr viel. Fenster, die wie Augen aus. starrende Augen in der Dunkelheit aussehen, Augen eines Monsters. Pass auf, hier ist ein Loch im Boden. Nicht, dass du da reinfällst. Okay, dann mal hier rein. Ich möchte. Was? Ich möchte und dann war's weg. Das war ja komisch, oder? Ja. Ich möchte und aufgehört mitten zu reden im Satz. Ich habe Angst. Okay. Oh, hat's ausgeschlagen gerade? Ich dachte gerade, es hat ausgeschlagen. Mach dich doch gerne jetzt einmal bemerkbar über das Gerät in meiner Hand, wenn du das möchtest. Ist das hier der Ort, an dem du es uns zeigen wolltest? Ja. Kurzer Ausschlag gewesen. Hier warst du doch beim letzten Mal sehr aktiv. Kannst du das heute auch sein?
Vielleicht brauchst du dazu Energie. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier nochmal Equipment auf. Kannst du das einmal übernehmen? Wie bist du hierher gekommen? Wir sind mit dem Auto angereist. Eine etwas weitere Fahrt hatten wir. Nur um heute hier mit dir oder euch in Kontakt zu treten. Nicht notwendig. Schon wieder abgebrochen? Nicht notwendig. Ich werde jetzt einmal das Licht ausschalten und ich würde mich freuen, oder wir beide würden uns freuen, wenn du dich irgendwie über eines unserer Geräte bemerkbar machen würdest. Okay. Missbraucht. Missbraucht. Wurdest du missbraucht hier? Bist du ein Kind oder bist du eine erwachsene Präsenz? Was machst du hier? Ich bin hierher gekommen heute, nur um mit euch in Kontakt zu Es ist treten. unbekannt. Es ist unbekannt. Ja, mir ist in der Tat unbekannt, ob du ein Kind oder ein Erwachsener warst. Aber vielleicht magst du mir das ja verraten. Es ist drinnen. Wo drinnen? Was machst du hier? Schon wieder. Ich untersuche diese Heilstätte auf paranormale Aktivitäten, also quasi auf Spuk- oder Geisteraktivitäten. Restenergien, die vielleicht noch hier in den alten Gemäuern verblieben sind, von einstiger Zeit, als diese Klinik noch in Schuss war und aktiv war, voll mit Leben, voll mit Menschen, mit Patienten, mit Ärzten. Kannst du mir etwas dazu erzählen? Kannst du mir irgendwas zu dieser Zeit erzählen? Verlust. Verlust. Hast du jemanden verloren hier in dieser Klinik? Ist jemand, der dir zugehörig war, verstorben? Jemand, der dir nahe stand? Draußen. Draußen. Was denn? Da. Hier haben wir den Dämon gefunden, glaube ich. Das Monster. Das ist das Monster, oder? Ich lebe hier. Du lebst hier. Du meinst, du bist an diesen Ort gebunden. Oder glaubst du, dass du noch am Leben bist? Also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Geräte so ruhig sind heute. Vorhin hatten wir einmal den Katzenball. Sicherlich. Sicherlich. Also glaubst du, du bist noch am Leben? Ich möchte dich in keiner Weise verärgern, aber ich glaube, das bist du nicht mehr. Und das tut uns auch unglaublich leid.
Okay. Wir werden jetzt noch einmal das Kommunikationsgerät wechseln. Magst du mir vielleicht hierüber einmal etwas über dich erzählen? War das gerade David? Sagtest du gerade meinen Namen? Hallo? Mit wem sprechen wir denn da? Wie heißt du? War schon wieder David? Stammst du aus der Zeit, als diese Klinik noch intakt war? Da kommen immer wieder krasse Störgeräusche rein, ne? Ja. Vorhin kam dämonisch. Monster kam mehrfach. Was kannst du mir dazu sagen? Bist du das Monster? Bist du dämonisch? Möchtest du, dass wir diesen Ort verlassen? Weißt du, dass du nicht mehr am Leben bist? Das klang gerade wie Leben. Warst du hier früher ein Patient? Tot? Sterben eventuell? Gibt es etwas, das du schon immer noch einmal der lebenden Welt mitteilen wolltest? Du musst die Augen öffnen oder sowas, klang das gerade? Okay. Vielen Dank für alles, was du uns über dieses Gerät mitgeteilt hast. Bisher doch sehr, sehr ruhig. Also Geräte sehr, sehr ruhig. Aber die Ergebnisse waren trotzdem gut bis jetzt. Fand ich auch. Also wir haben einige Sachen. Ich glaube, es kam auch jetzt über die Spiritbox einiges an Antworten. Ich muss das hinterher alles noch in Ruhe analysieren im Schnitt. Aber dass so die Geräte, Pyramide, K2 einfach absolut ruhig. Aber ich fühle mich auch nicht so bedroht hier, muss ich sagen. Nö. Wir haben jetzt folgenden Plan. Wir bauen jetzt hier einmal das ganze Equipment wieder ab und dann werden wir einmal nochmal über das Gelände laufen mit der Polaroid-Kamera und werden nochmal hier und da versuchen, ein paar Shots zu machen. Und zwar in Schwarz-Weiß, in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht eine Art Schattengestalt aufzeichnen können via Foto. Okay, jetzt einmal dahin. Wenn irgendeine Präsenz hier ist, du kannst dich gerne jetzt auf einem Foto uns zeigen, wenn du das möchtest. Noch einmal dahin.
kurz was ausprobieren. Mach mal Licht aus. Halt die einfach mal an deine Jacke kurz. Genau. Okay, da sieht man gar nichts. Nee, müssen wir mit Licht machen. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal weiter in die Richtung. Machen hier auch nochmal 2, 3 Shots. Einmal hier hin. Lass ruhig so die Lampe. Mach ruhig wieder nach da. Nee, nach da zum Weg. Genau. Gruselige Fußspuren. Jetzt habe ich gerade Geräusche gehört. Mach mal runter die Taschenlampe weiter. Jetzt habe ich gerade Schritte gehört. Hast du nicht gehört, oder? Okay, wir machen jetzt nochmal da drinnen in dem Flur, würde ich sagen, in dem langen. Lass ruhig so die Lampe. Okay. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Wir machen Feierabend. Es ist auch wirklich arschkalt mittlerweile, also wir frieren uns hier echt die Hände ab mittlerweile. Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Irgendwie hatten wir ein paar Ergebnisse, aber irgendwie schien die geistliche Welt auch nicht so aktiv zu sein, wie es gedacht hätte, hier an diesem Ort, an dieser Heilstätte mitten in der Nacht, ganz alleine. Hier ist ja weit und breit kein anderer Mensch gewesen, außer wir. Wir haben zumindest niemanden getroffen. Und ich weiß nicht, irgendwie bleibt irgendwie weiß man nicht so ganz, was man jetzt so von diesem Ort und dieser Untersuchung halten soll. Also wir werden diesen Ort jetzt auf jeden Fall verlassen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute wirklich von einer negativen Präsenz bedroht worden sind oder nicht. Ob uns ein Kinderspirit mehr oder weniger gefolgt ist und vielleicht auch auf den Arm genommen hat. Ich weiß es nicht. Also ich bin heute wirklich ziemlich sprachlos und ratlos, was diesen Ort angeht. Aber nichtsdestotrotz, die Erfahrung nehmen wir mit. Das Abenteuer nehmen wir mit. Und auch die Ergebnisse, die wir bekamen, nehmen wir zufrieden und dankbar mit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses 5000 Abonnenten-Special war es irgendwie würdig und hat euch irgendwie gefallen. Ich für meinen Teil bin zufrieden damit und ich bin aber auch froh, wenn ich jetzt wieder ins warme Auto komme und mir die fast erfrorenen Hände aufwärmen kann. In diesem Sinne sage ich noch einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video wie immer einen Daumen nach oben, schreibt ein nettes Kommentar dazu, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Adventure auf Dark Tourism. Ciao, ciao.